So holt ihr euch easy die dunkle Operation Visitenkarte Nummer 28 Chronomant. Dafür müsst ihr das Easter Egg auf Paradox Junction abschließen und dürft dabei den Teleporter nur einmal benutzen. Macht die Visitenkarte am besten mit mehreren Spielern, da ihr meistens erst so in Runde 45 in den Bosskampf gehen könnt. Erstellt euch für den Boss und um euch selbst wiederbeleben zu können, einen Bauplan für die Pistole Koda. Nutzt den Prestige-Aufsatz, den ihr nach einmal Prestige mit der Waffe freischaltet. Den Waffenbauer-Code findet ihr in der Beschreibung. Nehmt als Zweitwaffe eine mit viel Mobilität. Ich empfehle die MP-MPC 25 mit Prestige-Aufsatz. Den Code findet ihr auch in der Beschreibung. Erstellt euch 2 Kaugummi-Pakete. Nutzt für den Start Totengabe, um mehr Schrott zu bekommen und die Kaugummis Zeitgeschenk und Gratisfeuer. Damit könnt ihr mit dem gratis doppelte Punkte Power-Up mit einer Aktivierung übertrieben viele Punkte machen. Nehmt in das Paket für den Bosskampf Lagerkoller, Regentropfen und Kraftfass, damit ihr eure Kasimir-Granaten und den Ätherschleier öfter auffüllen könnt. Statt Kraftfass ist vor allem Solo Auffüllen noch top, mit dem ihr 5 Minuten lang eure Kasimir-Granaten nach und nach wieder auffüllt. Rüstet für Stehvermögen Waffen hoch, Quarterback und heißer Fuß aus. Für Schnellwiederbelebung äquivalenter Austausch, schnelle Genesung oder karmische Rückkehr und langsamer Tod. Für Juggernog reaktiver Panzer, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Tempo-Cola Munitionszuschuss, Schnellwechsel und schneller Pitcher. Für Gaia-Elixier faulige Aufrüstung, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Plattenjäger. Für Todesdaikiri toter Kopf, totes Rennen und toter Satz. Für Doppelschuss doppelte Wirkung, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Für Elementallimo, Zitrusfokus, Verwundbohne und Chillbeere. Und für Irrlichtee Maske der Güte, Erweiterung und Zombie-Sitter. Rüstet für den Tote Leitung Munitionsmod Blitzschlag, Dynamik und Erweiterung aus. Nutzt den Mod für eure Waffe mit hoher Mobilität. Rüstet für hirnvolle beißende Dämpfe, Erweiterung und Dynamik aus. Nutzt den Mod für Decoder und gegen Mimiker. Rüstet für den Bosskampf den Ätherschleier mit Äthersprint oder im Koop Gruppenschleier, Extraladung und Erweiterung aus. Spielt am besten auf Relikt Stufe 2, um die goldene Panzerung und Waffenseltenheit Ultra freizuschalten. Aktiviert, wenn ihr Kaugummis für Extras wie Extrasüchtig oder aufs Haus benutzt, am besten die Virlkugel, Spinnenbeute und Matroschka-Puppe. Aktiviert sonst die Relikte Drachenflügel, Teddybär, Spinnenbeute und die Matroschka-Puppe. Ihr findet die Coda im normalen Nuketown vor dem grünen Haus. Macht immer vor jeder Munitionsrunde alle Schritte für das Easter Egg, die ihr machen könnt. Ich zeige euch hier nur die optimale Reihenfolge und ein paar Tipps, um so früh wie möglich zum Boss zu kommen, aber erkläre die Schritte nicht genauer. Einen kompletten Guide zum Easter Egg findet ihr in der Beschreibung. Startet immer sofort die TED-Aufgaben, damit ihr so früh wie möglich alle dauerhaften Extras und Schrott ansammelt. Beendet die TED-Aufgaben in Munitionsrunden immer in der Nähe vom Terminal, damit ihr die Belohnung noch einsammeln könnt, bevor ihr teleportiert werdet. Nutzt im Verflucht-Modus Körpertreffer mit schwachen Waffen, um euch immer wieder das nötige Geld zu holen. Spielt ihr Solo, behaltet für den Bosskampf für den Step, indem ihr die gequälten Zombies zu den Schleimhaufen bringen müsst, eine Jüngerinjektion, wenn ihr eine findet. Die erste Munitionsrunde kommt zwischen Runde 5 und 7. Die nächste kommt dann immer nach 5 bis 7 Runden. Holt euch den Truckschlüssel. Holt euch das Reagenzglas und dann die Säure. Schaut, wo ihr die Blunderget-Teile hört. Falls ihr bei den Puppen, Wänden oder Zysten kein Summen hört, ist das jeweilige Teil in der Trinity Avenue. Holt beim ersten Besuch im normalen Nuketown die Schaukel. Holt euch das Dichtungsmittel für die Blunderget. Kippt über die richtige Schaufensterpuppe die Säure für den Schlagbolzen. Sprengt die Wand für den Schaft. Aktiviert Pack-a-Punch. Holt bei eurem zweiten Besuch im zerstörten Nuketown die restlichen Teile für die Blunderget. Baut und nehmt die Blunderget. Holt euch aus der Garage die Kreide. Platziert die Schaukel und die Kreide. Holt euch nach der Sequenz mit den Zwillingen die verstrahlte Saat. Schaut jede Runde nach gequälten Zombies in Feuertornados. Habt ihr einen gefunden, holt euch, falls ihr Elementallimo habt, einen Munitionsmod, der keinen Schaden macht, wie Lichtheilung. Holt euch das Irrlichttee und Todeswahrnehmung extra. Kauft, falls sie nicht im zerstörten Nuketown sind, Extras, bis der Wunderfiss in der Trinity Avenue erscheint.
Solo braucht ihr dafür 4 Extras und Koop ein paar mehr. Lasst euer Irrlicht erscheinen und holt euch die Brille. Euer Irrlicht hat ca. 5 Minuten Abklingzeit, bis es wieder erscheinen kann. Killt alle bis auf einen Zombie und lasst das Irrlicht auf den letzten aufpassen. Sammelt dann noch das Headset ein. Bringt dann in Ruhe den gequälten Zombie zur Werkbank und killt ihn in der Nähe mit der Blundergat. Macht das immer, sobald ihr einen findet. Beendet die Runde immer erst, sobald ihr den gequälten Zombie bei der Werkbank gekillt habt. So kann in der nächsten Runde mit Glück wieder einer spawnen. Beim ersten Besuch im zerstörten Juketown findet ihr meistens 1 bis 2. Holt euch eine Psychotropgranate. Lasst 4 Runden, nachdem die letzte Munitionsrunde war, einen Zombie am Leben. Geht in den Garten vom grünen Haus und bleibt dort, bis die Klavierlehrerin spawnt. Beendet dann schnell die Runden, bis die nächste Munitionsrunde kommt. Die Lehrerin spawnt erst, nachdem ihr die Schaukel und Kreide platziert habt, und sie spawnt nicht in Munitionsrunden. Sie bleibt dann ca. 3 Minuten, bis sie wieder verschwindet. Mutiert die Klavierlehrerin, wenn nur noch wenige Köter übrig sind. Killt dann schnell die letzten Köter. Das Klavier sollte jetzt im normalen Juketown offen sein. Pflanzt beim zweiten Besuch im normalen Juketown die Saat ein. Füttert den Baum mit Seelen durch Kills mit der Blundergat. Platziert das Headset und die Brille in der Spielzeugkiste. Holt euch beim dritten Besuch im zerstörten Juketown eine Kampfaxt. Holt euch damit beim Baum 3 Holzstücke. Zählt, wie oft die 8 Noten blinken und aktiviert sie in aufsteigender Reihenfolge. Achtet wieder jede Runde auf einen gequälten Zombie im Feuertornado und füttert damit die Werkbank. Ihr solltet bei diesem Besuch im zerstörten Juketown die Werkbank mit den 3 Seelen gefüttert haben. Legt beim dritten Besuch im normalen Juketown die Holzscheite in den Kamin im gelben Haus und entzündet sie mit einem Molotow. Spielt die Tasten 8, 6, 7, 5, 6, 5, 3, 5 auf dem Klavier. Legt die Blundergat in die Werkbank. Lasst euer Irrlicht auf einen Zombie aufpassen und macht ab Runde 25 das Puppenkopf-Easter Egg. Holt euch spätestens jetzt die Coder und eine Zweitwaffe mit viel Mobilität für den Bosskampf. Holt euch beim vierten Besuch im zerstörten Juketown die Thundergat aus der Werkbank. Schießt den Ball auf das Kreuz im Garten vom grünen Haus. Schießt im Garten vom grünen oder gelben Haus außerhalb der Karte 3 schwebende Zombies ab. Stellt euch, bevor ihr wieder teleportiert werdet, auf das Kreuz vor der Sackgasse in der Trinity Avenue. Macht bei eurem vierten Besuch im normalen Juketown die 3 Spiele der Zwillinge. Eskortiert dann die goldenen Teile, die nach den Spielen erscheinen. Schießt beim 5. Besuch im zerstörten Juketown auf die Zeiger der Uhr, bis beide auf 0 stehen. Hier lohnt es sich am meisten, das eine Mal den Teleporter zu benutzen, damit ihr vor Runde 50 in den Bosskampf kommt. Stellt euch, falls ihr den Teleport schon genutzt habt, in der nächsten Munitionsrunde in die Nähe der Uhr. Schießt, sobald ihr die Teleport-Animation seht, auf den Zeiger, damit er sich auf die 1 bewegt. Folgt jetzt im normalen Juketown der Lichtkugel bis zur Schaukel und bereitet euch auf den Bosskampf vor. Holt euch für eure Waffe mit viel Mobilität tote Leitung und für die Coda Hirnfäule. Verbessert eure Waffen so hoch es geht. Wenn ihr nur eine Waffe auf Seltenheit Ultra bekommt, verbessert nur die Coda. Holt euch die Jünger-Injektion, die goldene Panzerung, Casimir-Granaten, ein Selbstwiederbelebungskit und eure Kaugummis. Ihr solltet jetzt, wenn ihr den Teleporter nur einmal benutzt habt, ca. Runde 45 sein. Sonst seid ihr so in Runde 50. Nutzt Solo den Auffüllen-Kaugummi, wenn möglich frühestens in der zweiten Verteidigungsphase, falls euch die Casimir-Granaten ausgehen. Noch besser ist, wenn ihr ihn erst in der Phase benutzt, in der ihr die gequälten Zombies zu den Schleimhaufen bringen und dort killen müsst. Zieht erst alle Zombies in der Trinity Avenue. Wartet, bis ein gequälter Zombie nah genug beim mittleren Schleimhaufen ist und killt ihn. Sammelt dann wieder alle Zombies hinter euch. Killt dann schnell, sobald keine mehr spawnen, alle Mimiker. Werft eine Casimir-Granate in die Richtung, wo normal Pack-a-Punch steht und bringt den gequälten Zombie schnell zu einem der übrigen Schleimhaufen. Nutzt für den letzten Schleimhaufen dann eure Jünger-Injektion. Einen kompletten Guide und ein ganzes Gameplay zum Bosskampf findet ihr in der Beschreibung. Habt ihr den Boss besiegt, erhaltet ihr die Visitenkarte.